Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Business Tapas. Business Tapas sind kleine Wissenshäppchen, kostenfrei serviert, die Appetit auf mehr machen. Und heute geht es um das Thema Fußball, Frauenfußball. Am Wochenende saß ich mit meinem Mann beim Frühstück und der fragte mich, was ich von der Debatte über Gehälter von Frauen und Männern im Fußball halte. Naja gut, im ersten Moment wollte ich rausplatzen. Natürlich müssen die alle das Gleiche verdienen, aber dann kam ein Gedanke auf. Und mir wurde im Laufe der Diskussion klar, man muss das Thema trennen. Also für mich gibt es nach dieser langen Frühstücksdebatte einen klaren Unterschied zwischen Gehältern im Unternehmen und Gehältern im Sport. Warum? Naja, das liegt eigentlich auf der Hand. Im Unternehmen bekommst du ein Gehalt aufgrund deiner Ausbildung für eine bestimmte Tätigkeit. Also du erlernst einen Beruf, eine Tätigkeit und diese Tätigkeit wird von einem Menschen erbracht, egal welchen Geschlechts. Finanziert wird dein Gehalt also durch die Erbringung deiner Leistung und diese Leistung wird ja an einen Kunden verkauft, der zahlt und dementsprechend ist Geld dafür da, dein Gehalt zu bezahlen. Das ist für mich ziemlich logisch, dass dann aufgrund der gleichen Tätigkeit auch das gleiche Gehalt gezahlt wird, egal ob Mann, Frau oder wer auch immer. Beim Sport ist das ein bisschen anders. Hier wird nämlich die Leistung finanziert, auf der einen Seite durch die Einnahmen von Kunden und Fans und Liebhabern der Sportart, aber das reicht im Normalfall nicht aus. Die Finanzierungslücke wird dann durch Sponsoren geschlossen. Und Sponsoren sind wie Investoren. Die stecken ihr Geld nur in die Bereiche, die eine ordentliche Rendite bringen. Heißt für den Sponsor, je größer die Fangruppe, je größer die Bedeutung der Sportart, desto mehr Geld investiert er in diese Deckung der Finanzierungslücke. Fußball spielen ist natürlich auch sowas wie eine Dienstleistung, weil schließlich spielt da jemand Fußball und andere Leute gucken zu. Aber der Wert, den Sponsoren einer Sportart zuschreiben, der hängt nun mal von der Größe der Zielgruppe ab. Das heißt, ich kann mich natürlich als Frauenfußballerin nicht hinstellen und über die Männergehälter klagen oder über die Gehälter der Männer im Fußball klagen, wenn mein Sport so eine geringe Fanbase hat. Ich muss als zum Beispiel Frauennationalmannschaft eher dafür sorgen, dass sich mehr Fans für meine Sportart interessieren und begeistern. Genauso wie bei mir als Business Coach. Wenn sich niemand für mich interessiert oder für meine Disziplin, für meine Dienstleistung, dann muss ich dafür sorgen, dass ich auch eine größere Fanbase, in dem Fall mehr Unternehmer begeistere, die sich für mich und meine Dienstleistung und meinen Sport interessieren. Und das ist genau der Grund, weswegen ich euch heute natürlich einlade, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Aber das wisst ihr schon. Also kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Die Fußballnationalmannschaft fordert also gleiche Gehälter wie bei Männern. Finde ich gut. Aber schauen eigentlich auch genauso viele Fans beim Frauenfußball zu wie beim Männerfußball? Natürlich nicht, weil ich habe bei Statista nachgeschaut. Statista sagt, nur 16% der Frauen schauen die Bundesliga der Männer und nur 12% der Frauen schauen die Bundesliga der Frauen. In der Frauenbundesliga kommen dieses Jahr 2022 durchschnittlich 800 Zuschauer zum Spiel ins Stadion und bei der Männerbundesliga sind es im Schnitt 21.000. Müsste sich die Frauennationalmannschaft also nicht zuerst an ihre Fans wenden und sagen, wir wollen mehr Gehälter wie die Männer und dafür brauchen wir auch mehr Zuschauer. Und vor allem brauchen wir mehr weibliche Zuschauer. Fußballerinnen richten sich an Männer und fordern mehr Gehalt, aber eigentlich müssen sich die Fußballerinnen an uns Frauen wenden und uns auffordern, mehr Fußball zu schauen, oder? Naja, also, liebe Fußballerinnen, sorgt gemeinsam dafür, dass Frauenfußball als Sportart beliebter wird. Aktiviert uns Frauen als Zuschauerinnen und sorgt für einen dauerhaften Aufbau eurer Fanbase. Das ist wie Marketing, das ist Interessentengenerierung, das sind die 5 Wege von Action Coach. Ohne neue weibliche Fans wird euer Sport nicht die Bedeutung erlangen, die es braucht. Und Frauen müssen sich mehr für Fußball interessieren und dann kommen die Sponsoren automatisch und damit steigen die Gehälter. Und das wünsche ich euch. Emma, nicht schnarchen. Emma, nicht schnarchen.